Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie man sehen kann, eine etwas andere Location, und zwar sind wir direkt bei mir zu Hause und ich möchte mit euch heute über ein Thema sprechen, was ziemlich kritisch ist und wo ich vielleicht den einen oder anderen sogar auf die Schlips trete. Aber das ist meine persönliche Meinung und dabei bleibe ich. Und um was geht es? Ihr habt es wahrscheinlich im Titel schon gesehen. Es geht um Seminare. Was ich davon halte und ob ich selber welche gebe. Ich bin der Pierre vom Tattoo Studio Ink Area. Tja, was soll ich sagen zu den Seminaren? Vorab muss ich mal sagen, wie bin ich überhaupt auf das Thema gekommen? Auf das Thema bin ich gekommen, weil ich vor kurzem bei Randy Engelhardt im Reel oder irgendwie einen Beitrag oder so, ich verlinke euch, wenn ich es finde, verlinke ich es euch unterm Video, schaut euch das mal an, und ich bin fast derselben Meinung wie er. Denn es gibt ja zwei Modelle von Seminaren. Und das eine Modell, da stehe ich zu 100% dahinter, finde ich mega gut. Und dann gibt es halt das eine, was ich ein bisschen kritisch sehe. Und ich würde sagen, wir kommen erstmal zu den positiven Seminaren. Und zwar geht es darum, Seminare, die Tätowierer jemanden anderen Tätowierer anbieten. Und zwar, um irgendwelche Techniken sich auszureifen oder irgendwelche Techniken zu verbessern. Die finde ich super gut. Die kosten natürlich eine richtige Stange Geld, aber ich glaube, dass sich das lohnt. Ich hatte auch schon eine Anfrage gestellt an Randy. Ich wollte dort mit dem Seminar mitmachen. Ich hatte geschrieben, dass ich dort gerne mit der Kamera hinkommen möchte. Und ich glaube, dass das so ein bisschen falsch verstanden wurde. Ich wollte nicht das ganze Seminar filmen, sondern einfach nur euch erzählen, wie sieht's aus, wenn ich so ein Seminar mitmache, und bringt es mich weiter? Hilft mir das? Das war mein ursprünglicher Plan. Vielleicht sieht Randy das hier. Und dann kommen wir vielleicht doch nochmal zusammen. Aber es kann natürlich auch sein, dass ich einfach nicht gut genug für ihn bin. Das kann natürlich auch sein, weil die Tätowierer, die Seminare anbieten für Tätowierer, die schauen natürlich ganz genau, lohnt sich das überhaupt? Kann derjenige schon diese arbeiten, um eine neue Technik drauf aufzubauen? Ja, das sind nochmal völlig andere Seminare. Bei mir ist es zum Beispiel, ich mag unheimlich gerne bunte Tattoos. Jetzt habe ich natürlich hier nicht die Möglichkeit, jeden Tag bunte Tattoos zu machen, weil ich diesen Kundenkreis nicht habe. Also ist es auch schwierig, die ein oder andere Technik zu lernen. Wie wir alle wissen, wir lernen aus Fehlern, und ich möchte nicht erst jede Menge Fehler machen, damit es dann irgendwann mal besser wird oder so. Und da hätte ich schon gern ein paar Hilfestellungen. Und wenn dort vorn ein Tätowierer steht, der mir dann erzählt, du brauchst eine Firma Round Shader in 0,35, Backpin am besten, lässt deine Maschine auf 60 Hertz laufen und so weiter, und ja, dann erwartet derjenige, dass du weißt, was du dort machst oder ihr versteht schon, was ich meine. Dort stellen sich die Leute nicht hin und sagen, ja, eine Round Shader ist das und das, ich warte mal kurz, bis die Feuerwehr hier vorbei ist. Oder Polizei war das. Egal. Also die möchten euch nicht erst noch den Urschleim des Tätowierens erklären. Darum geht's hauptsächlich. Ihr schaut euch an, dort ist ein Tätowierer, ja, da kann man schon fast Künstler sagen, der ist bereit, sein hart erarbeitetes Wissen euch zu vermitteln. Da macht das schon Sinn, wenn man meistens gehen diese Seminare 3 Tage, so ein Wochenende. Meistens ist so Freitag Anreise und ein bisschen Theorie, und samstags dann meistens auch nochmal Theorie, Fragen stellen natürlich, und sonntags hat man vielleicht ein Model oder ja, keine Ahnung, auch Kunsthaut wird, glaube ich, genommen, und macht dann seine Übungen, die man in der Theorie schon mal gelernt hat. Und das macht natürlich auch mega Sinn. So, und jetzt stellt euch aber vor, ein Seminar für Anfänger. Du holst dir jemanden her, wenn ich jetzt ein Seminar für einen Anfänger geben würde, wie würde das dann aussehen? Ein 3-Tage-Kurs übers Wochenende oder so, ein verlängertes Wochenende, da kommt ein absoluter Neuling, der vielleicht schon von
von allem mal ein bisschen was gehört hat, der kommt dann zu mir und dann erkläre ich ihm in 1,5 Tagen die gesamte Theorie übers Tätowieren und am Sonntag lege ich ihm einen Kunsthautlappen dorthin und dann soll er da ein paar Linien ziehen und so und dann war's das und dann sehr viel Geld dafür nehmen. Also ich finde diese Sachen nicht gut. Klar, jetzt könnte man sagen, du verrätst ja deine Geheimnisse auch alle. Aber da muss ich auch mal dazu sagen, ich mache diese YouTube-Videos jetzt seit ein bisschen über 1 Jahr. Ich denke einfach, dass ich auch ein bisschen Aufklärung betreibe. Denn wenn Ursula Unzufrieden in ihrem Kämmerlein sitzt und sagt, ich möchte Tätowierer werden. Und sie geht in irgendwelchen Tattoo-Studios und fragt nach Wissen. Und alle schicken sie wieder nach Hause und sagen, nein, das gibt es nicht und Hinterhof-Tätowierer sind blöd, Home-Scratcher sind blöd und wie sie alle heißen. Dann sorge ich nicht dafür, dass ich den Menschen aufkläre, sondern ich sorge einfach dafür, dass er mit halbgarem Wissen sich bei egal wo, Wish, Amazon, eBay und Co. irgendwelche Tattoo-Maschinen holt und loslegt. Ursula Unzufrieden wird sich nicht davon abhalten lassen, das Tätowieren anzufangen. Nur weil irgendwelche anderen Tattoo-Studios das doof finden. Das wird nicht passieren und umso länger die Leute darüber nachdenken, umso mehr wollen sie das. Ich finde, mein Kanal und auch mit Discord, man sieht ja, die Leute kommen und man sieht die Leute gehen. Und ich finde es genauso gut, da draußen gibt es noch so ein paar kleine, Rohdiamanten, die einfach nur so einen kleinen Schubs brauchen, eine kleine Hilfestellung, damit sie das Tätowieren besser hinbekommen. Und dann gibt es aber auch Leute, die wollen es halt einfach ausprobieren und man wird sie nicht daran hindern, indem ich sage, nee, sowas darf man nicht. Das wird nicht passieren. Die Leute, solange wie man Tattoo-Maschinen, solange wie man Nadeln und Farbe auf dem freien Markt zu kaufen bekommt, werden die Leute das auch machen. So wie die Leute ihre Autos selber reparieren, ihre Bäder selber fließen und so weiter. Wenn die Leute der Meinung sind, sie können das oder wollen das können, dann tun sie das. Und wir haben schon viele bei uns im Discord gehabt, die nachher gesagt haben, hey, tut mir leid, das ist nichts für mich, ich habe es jetzt probiert, mir gefällt es nicht, ich bleibe weiterhin dein Abonnent, weil ich das cool finde, was du tust und ich schaue mir das lieber von außen an. Dann denke ich mir einfach, ich habe doch mit dem, was ich dort mache, einfach nur dem Menschen ein bisschen Klarheit gegeben. Und wenn die Leute dann anfangen, dann kann ich doch mit meinen Videos einfach ein bisschen zeigen, wie funktioniert die Hygiene, wie geht so manche Technik, um große Schäden einfach zu vermeiden. Und das ist doch meine Intention, diese Videos zu machen. Ja, diese Idee davon, die hatte ich bei meinem allerersten Video und die habe ich jetzt immer noch. Ich bin auch niemand, der sagt hier, nee, da kommen wir nachher gleich drauf. Also ich finde, dass ein Tattoo-Anfänger in so einem Anfängerseminar einfach nichts Vernünftiges lernen kann, weil dort einfach viel zu viele Eindrücke kommen. Dort kommen einfach viel zu viele, dort werden dir vielleicht Probleme erklärt. Dort wird dir gesagt, wenn das und das passiert, dann kannst du das und das machen. Aber das ist alles nur die Theorie. Und derjenige sitzt dann irgendwann über seine Kunsthaut und bekommt diese Linie nicht rein. Nun hat er in der Theorie aber gehört, wie das funktionieren könnte. Aber oftmals muss man doch diese Fehler erst machen. Und wenn man dann vor diesem Fehler steht, dann hat man nachher niemanden, den man fragen kann. Das ist das Problem. Man hat das alles zwar in der Theorie schon gehört, man hat auch einen Haufen Geld dafür bezahlt, aber ich persönlich halte überhaupt nichts von dieser Art Seminare. Und da denke ich, dass ich die Frage hiermit auch schon beantwortet habe, ob ich irgendwann mal Seminare geben werde. Ich denke, ich werde keine Seminare geben, habe ich nicht vor. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt so gut bin, dass ich irgendwie einen guten Tätowierer irgendwie eine Technik beibringen kann. Das Problem ist, dass ich mich halt nicht spezialisiert habe. Ich habe nicht eine einzige Nische, wo ich sage, hey, ich mache nur noch das und werde da drin dann perfekt. Das bekomme ich einfach nicht hin. Das ist irgendwelche Tattoo-Romantik und ich glaube, von 100 Tätowierern sind es vielleicht 2 oder vielleicht eine Handvoll, die genauso arbeiten kann. Aber auch diese Leute haben am Anfang alles gemacht, was kommt. Denn wer nicht angeln geht, fängt kein Fisch. So einfach ist es. Ne?
dass ich keine Seminare gebe oder euch irgendwelche teuren DVDs verkaufe oder irgendwelche Download-Links für 49,95 verkaufe. Das liegt einfach, das soll alles nicht bedeuten, dass ich nicht Leute über meine Schulter schauen lasse oder so, ja. Natürlich werde ich das tun, aber ich möchte dafür kein Geld haben, ja. Wo man halt sieht, dort ist Potenzial, das funktioniert, natürlich auch zwischenmenschlich muss das funktionieren. Natürlich würde ich diese Leute auch bei mir einfach mal über die Schulter schauen lassen. Ich habe keine finanziellen Ambitionen überhaupt irgendwie. Ich glaube, die Leute, die meinen Kanal jetzt schon länger verfolgen, die wissen, dass es mir nicht um irgendwelchen Profit geht oder um irgendwelches Geld geht. Mir ist halt einfach, ich hatte mir halt das Ziel gesetzt, dass ich diesen Play-Button haben möchte. Das ist immer noch mein Ziel. Diese 100.000 Abonnenten, das würde ich mir unheimlich gerne wünschen. Ich könnte natürlich hingehen, könnte mir wahrscheinlich selber so ein Ding ausdrucken und einrahmen oder so. Aber nein, ich möchte gerne das Original haben. Das ist ein Ziel, was ich mir gesetzt habe und vielleicht erreiche ich das. Und dafür muss ich natürlich arbeiten, ganz klar. Dafür muss ich, gucken, dass das weitergeht. Ne? So, und wenn ich bedenke, das mit dem Online-Shop, das hilft mir ja schon so ungemein. Dadurch, weil ich muss ja auch irgendwo diese Zeit, die ich verbrauche für eure Videos oder für diese Videos zu machen, das kostet natürlich Geld. So ein Video machen kostet Geld. Ich muss jetzt nicht hinter meiner Kamera, da steht niemand, der die Hände aufhält, sondern jeder, der irgendwie selbstständig ist, der weiß ganz genau, Zeit ist Geld. Und so ein Video machen, ich kann euch mal erklären, wie das so abläuft. Bei mir zumindest. Ich schicke Sonntag mein Video raus und meistens, ich bin ja mal kurz vor knapp, meistens schneide ich es erst Samstag, so dass ich es sonntags rausbekomme und dann dreht sich in meinem Kopf schon wieder alles um ein neues Video. Und umso länger man dieses YouTube macht, umso mehrere Themen hat man natürlich abgearbeitet. Ich habe zwar eine Idee, mit welchen Videoformaten ich weitermache, dass diese 100.000 Abonnenten auch realistisch sind, aber dennoch euch Wissen vermitteln kann. Und da habe ich schon eine gute Idee, da bin ich schon dran am Arbeiten. Da könnt ihr gespannt sein. Ich weiß noch nicht genau, wann das erste Video davon kommt, aber das sind alles so Gedanken, die ich habe. Und da hilft mir natürlich der Online-Shop auch etwas. Natürlich habe ich mir damit natürlich noch weniger Zeit verschafft, also die ich mir ans Bein binden muss, aber das funktioniert wunderbar, das ist so halbwegs automatisiert. Dann kommt ja jetzt der neue Laden, da habe ich nachher die Möglichkeit, ich kann 3 Arbeitsplätze dort aufbauen. Zur Not hätte ich sogar Platz, dass da jemand schlafen kann und ja, also das würde man alles hinbekommen. Das ist ein ziemlich großes Studio nachher. Da spricht überhaupt nichts dagegen, dass ich mir jemanden zu mir hole. Der kann mir mal über die Schulter schauen. Wenn er der Meinung ist, er möchte mir gerne was dafür geben, dann kann er das gerne tun. Aber die Sache ist ja auch immer die, wenn ich von jemandem Geld nehme, dann erwartet dieserjenige auch eine Gegenleistung. Und das muss ich bei mir in Waage halten. Das ist einfach so mein Charakter, definitiv ist das nicht geschäftsmäßig, also ich bin auch kein Geschäftsmann, aber ich finde, die Leistung muss immer dem Preis entsprechen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und ich denke mir einfach, wenn ich mir jemanden hierher hole für ein verlängertes Wochenende und ich versuche ihm irgendwie beizubringen, wie etwas funktioniert, wie das Tätowieren funktioniert, von der Pike an auf. Welches Level soll er denn haben, wenn er dann sonntags nach Hause fährt? Ja, also ist er dann nachher so weit, dass er sich direkt gleich auf den Kunden stürzen kann, dass er losgehen kann, sich ein Studio einrichtet? Ich glaube es nicht. Also es mag sein, dass es jemanden gibt oder dass es viele gibt. Man bekommt ja überall diese Seminare. Es mag sein, dass die Leute das so vermittelt bekommen, dass du am Wochenende so fit bist in Sachen Tattoo, dass du direkt loslegen kannst. Aber ich würde das nicht hinbekommen. Dafür kann ich wahrscheinlich zu schlecht erklären. Und ja, ich schaffe es nicht. Also dieses Jahr über habe ich mitbekommen, wie die Lernkurven so bei einigen Leuten ist. Und da sage ich ganz klar, in den 3 Tagen lernst du gar nichts.
Das ist einfach meine persönliche Überzeugung. Falls da draußen Leute sind, die Seminare geben, macht weiter. Keine Ahnung, es wird auch immer Leute geben, die diese Seminare brauchen. Es gibt auch Leute, die haben diese Seminare schon gemacht. Ob sie euch weitergeholfen haben oder nicht, das liegt ja ganz bei euch. Das ist ja auch immer so ein kleines Empfinden, ob man etwas kann oder nicht. Meine Freundin, die hat vor kurzem ein Permanent-Make-up-Lehrgang gemacht, also so Microblading zum Beispiel. Sie hätte jetzt natürlich eine Ausbildung machen können, die nur das Wochenende geht. Du fährst da Freitag hin, machst da, die erklären dir dann, wie das geht. Sonntags kriegst du irgendein Model, wo du da ein bisschen rumkratzen kannst, und auf dem Weg nach Hause bekommst du noch dein Zertifikat. Das kannst du dir dann einrahmen und kannst loslegen. So hat sie es aber nicht gemacht. Sie ist immer noch dabei und sie hat immer noch kein Zertifikat. Weil ich denke mir einfach, wenn du sowas machen willst, dann mach es richtig. Wenn du einen Mentor an der Hand hast, der kann natürlich auch online sein oder so. Oder wenn die Leute Seminare verkaufen und du hast anschließend immer noch einen Ansprechpartner, dass derjenige dir immer weiterhilft bei deinen Problemen, auf die du stößt, dann ist das vielleicht auch gerechtfertigt, diesen hohen Preis dafür zu zahlen. Aber wenn du einfach nur irgendwo hinfährst, machst da deinen Gummilappen und anschließend fährst du wieder nach Hause und hast dort 500 oder 800 Euro hingelegt, dann ist das in meinen Augen Abzocke. Aber nur meine persönliche Meinung. Das kann jeder anders sehen, aber ich könnte es mit meinem Gewissen einfach nicht vereinbaren. Das funktioniert bei mir nicht. Ja, und nochmal kurz auf das Thema über die Schulter schauen. Ich stehe ja kurz vor den 10.000 Abonnenten. Ja, dann haben wir schon mal ein bisschen was geschafft. Eigentlich fehlt da nur noch eine 0 für meinen Playbutton, ne? Ja, aber eine 0 kann doch ganz schön viel sein. Und ich habe mir da gedacht, dass ich weiß noch nicht, wie ich es umsetzen soll. Ich möchte aber gerne bei den 10.000 als Dankeschön, will ich vielleicht 1, 2 oder vielleicht sogar 3 Leuten die Möglichkeit geben, mir über die Schulter zu schauen, mir Fragen in den Bauch zu fragen, dass wir dann vielleicht auch nochmal ein Tattoo machen, also nicht alle 3 zur gleichen Zeit, sondern hintereinander oder nach und nach oder so, und absolut kostenlos natürlich, außer natürlich Selbstverpflegung und falls du von weiter her kommst, das musst du natürlich alles selber tragen, aber dieses über meine Schulter schauen und das Arbeitsmaterial, da haben wir ja nun schon mittlerweile genug Sponsoren, die uns da so ein bisschen unterstützen. Ich denke, da hilft Murustana ja auch wieder mit und Bodykult sowieso, Abstrakt auch und so weiter. Die helfen da schon nachher. Auf jeden Fall habe ich das vor. Ich weiß nur noch nicht so genau, wie ich das umsetze. Ich möchte das nicht einfach verlosen und möchte dann nachher irgendwie, das ist ja dann doch eher so als Zufall, und ich habe natürlich keinen Bock, dass ich da bei mir so einen Monk sitzen habe. Da habe ich keine Lust drauf, weil wenn dann 2 Monks da sitzen, und das funktioniert nicht. Ihr wisst, Gegensätze ziehen sich an. Ich bin nun schon ein Monk, dann brauche ich noch einen zweiten dazu. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Also die Chemie muss natürlich auch stimmen, sonst kannst du niemandem irgendwas beibringen. Man muss schon auf derselben Wellenlänge sein oder so. So heißt das, glaube ich. Genau. Ja, meine Lieben, ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen aufklären, was ich von diesen Seminaren halte. Dass ich euch erklärt habe, dass ich keine Seminare geben werde. Das sehe ich bei mir einfach nicht, weil ich halt für dieses Geld kann ich niemandem was beibringen. Das funktioniert einfach nicht. Also in der Zeit kannst du niemandem was beibringen. Und ich bin auch der Meinung, dass wer sagt, dass er in 3 Tagen jemandem das Tätowieren beibringen kann oder die Grundbasics beibringen kann, da finde ich, dass diejenigen unseren Job herabwürdigen. Weil es gibt keinen Job auf der ganzen Welt, den man irgendwie in 3 Tagen perfektionieren kann oder in 3 Tagen lernen kann. Das gibt es einfach nicht. Das ist in meinen Augen absolut herabwürdigend. Ich denke, als Tätowierer lernt man seine ganze Karriere lang, ist man nur am Lernen, und dann in 3 Tagen, ich glaub's nicht. Ja, meine Lieben, steinigt mich nicht, wenn ihr ein Seminar gemacht habt und ihr seid glücklich damit, dann gönne ich euch das natürlich von ganzem Herzen, und ich wünsche natürlich jedem
dass er seine Ziele erreicht. Ich wünsche mir auch, dass ich meine Ziele erreiche, also euch natürlich auch. Falls ihr ein Seminar gemacht habt und ihr habt nicht viel dabei gelernt und nur Geld verbrannt habt, dann Leute, stempelt es einfach ab unter Lehrgeld. Ihr werdet in Sachen Tattoo noch so viel Lehrgeld bezahlen. Ob es Nadeln sind, Farben, Maschinen und so weiter. Kümmert euch nicht darum. Das sind Sachen, die passieren. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich von diesem Video und sage wie immer, macht's gut und bleibt gesund.